Hallo, ich bin Sonja. Und ich bin Markus. Und wir zeigen euch unser Haus ohne Plastik, was wir komplett mit Naturbaustoffen und Naturmaterialien saniert haben. Kommt mal mit. Ja, jetzt sind wir bei uns im Esszimmer. Es ist mir schon immer ein Dorn im Auge gewesen, viel Müll zu produzieren, und gerade beim Hausbau oder Hausabriss entsteht halt unwahrscheinlich viel Müll, und wir wollten der nachfolgenden Generation nicht so einen riesen Sondermüllhaufen hinterlassen. Hier haben wir ein Hirnholzparkett. Die Seite ist halt das Hirnholz vom Baum, also in diese Richtung wächst er. Gesehen hatte ich das mal in Werkstätten, und das hat mir sehr gut gefallen. Der ist extrem robust. Vom Charakter finde ich es halt wunderschön. Das ist auch ein Vorteil von dem Hirnholzboden. Wenn der uns nicht mehr gefällt, holen wir den Boden raus und können den auf einer anderen Stelle, genauso wie ihn hier liegt, halt auch nochmal verwenden, weil wir halt auch keinen Kleber benutzt haben. Gerade an der Bruchsteinwand war es schwer, klassischen Fußleisten zu befestigen. Da kamen wir auf die Idee mit den Tauen. Also wir haben einen Roggenleim hergestellt aus Roggenmehl, den als Montagekleber benutzt und damit die Taue hier befestigt. Von Beruf bin ich gelernter Tischler, habe halt meinen Meister gemacht und bin dann immer mehr in Richtung Renovierung abgerutscht. Wir haben nicht klassisch, wie das normal gemacht wird, die Fenster eingeschäumt, sondern ich musste die Fenster mit Hanf stopfen. Erst habe ich halt mit den Fingern immer hier alles reingestopft, und irgendwann habe ich mal einen Spatel geholt, weil meine Fingerkuppen irgendwann dann doch versagt haben. Hier, die ist vom Schrottplatz. Zuerst mal mit heimgeschleppt, irgendwo an die Seite gestellt, und irgendwann stolpert Sonja dann mal drüber. Ach, die können wir doch noch irgendwo hinstellen. Die habe ich eigentlich auf einer Baustelle auf den Brennholzhaufen gelegt. Da dachte ich, Moment, dafür ist es eigentlich zu schade. Wir haben noch die Rostsachen, wir machen sowas mit drauf. Und das sind dann so Sachen, die man abends einfach mal so schnell zwischendurch in der Werkstatt zur Freude der Frau dann machen kann. Ja, wir gehen jetzt vom Esszimmer in unser jetziges Wohnzimmer. Früher war das mal eine Garage oder ursprünglich wahrscheinlich auch mal ein Stall. Alle Decken raus, von hier unten konnte man wirklich bis unter das Dach schauen. Hier sind ca. 3 Tonnen Lehm und eine Rundballe Stroh drin verarbeitet worden, um einen gewissen Schallschutz zu bekommen. Das Brett sind dann so Ideen, wenn man abends auf der Couch sitzt und Pinterest schaut und denkt, oh, sowas möchte ich auch haben. Und dann gehe ich dann zu Markus und sage, ich hätte gerne ein Brett, ich bräuchte ein Brett hier, das hätte ich gern gemacht. Ja, und dann überlegt Markus, und meistens hat er auch irgendwo ein Brett oder irgendwas liegen, und dann wird das umgesetzt. Er schleppt schon sehr viel an, und es gibt dann Tage, wo ich dann denke, oh, wo soll das jetzt noch hin? Das Grün ist ein gelungenes Experiment von mir. Die Farbe habe ich jetzt auch selber hergestellt aus Magerquark und Roggenmehl. Das ist eine Erinnerung an die Zeit, wo wir hier gearbeitet haben. Die Wände waren halt noch ganz frisch, und hier war ein Gerüst, und dann bin ich beim Deckenverputzen fast vom Gerüst gefallen und bin halt so mit der Hand in den nassen Lehm. Und abends hatte ich das meiner Frau erzählt, und dann meinte sie, guck mal, lassen den als Erinnerung an den einen Schreckmoment. Böden hatten wir uns
dazu durchgerungen, einen Fichtenboden zu nehmen. Hier die Farbe hat eine Besonderheit. Es war Herbst und ein Nachbar von uns kam rüber, ob wir halt noch Walnüsse gerne hätten. Und dann kam mir die Idee, Moment, aus Walnussschalen kann man doch auch eine Beize herstellen. Ich liebe halt Buddhas, weil sie einfach eine beruhigende Wirkung auf mich haben. Der Schrank ist halt auch mal so ein Beispiel, was andere Menschen halt nicht mehr wertschätzen können. Also ich war auf einer Baustelle, dann kam der Kunde, Herr Tix, können Sie mir noch den Schrank raus auf die Straße tragen? Morgen ist Sperrmüll. Und dann fragte ich ihn, ja, ob ich den Schrank denn mitnehmen dürfte. Ja, klar, Hauptsache er ist weg. Jeder, der reinkam, sagte, wo hast du den tollen Schrank her? Und dann sage ich, ja, vom Sperrmüll. Den Fußboden haben wir halt auch komplett ausgekoffert, so weit wie es irgendwie ging. Und dann haben wir den isoliert mit Glasschaumschotter. Ist halt sehr nachhaltig, weil es mit Altglas ist. Es hat keine extrem weiten Transportwege. Es ist halt schon ein bisschen aufwendiger. Das Material ist halt meistens auch ein wenig teurer. Was mich halt im Moment immer bei den normalen oder modernen Baustoffen halt stört, ist, die sind im Moment super günstig. Aber wenn es halt später um die Entsorgung geht, das wird nie mit eingepreist. Hier kann ich wirklich alles wiederverwenden. So, jetzt haben wir im Wohnzimmer gesehen, was man alles mit natürlichen Baustoffen halt machen kann. Und dann gehen wir weiter mal hoch, da gibt es auch noch einiges zu sehen. Komplett. Hier im Flur haben wir noch eine Besonderheit. Hier war ursprünglich der alte Schornstein gewesen. Hier die Mauer war halt extrem versottet vom Kamin, also mit schwarzen Stellen und so. Und da hat man halt immer das Problem, dass der Ruß durch den Putz mit durchdrückt später. Und hier habe ich eine alte Technik angewandt und die Wand halt mit Kuhscheiße behandelt. Die Kuhscheiße hat den Vorteil, die zieht die Versottungen aus der Wand raus und dann kam die finale Lehmputzschicht drauf und jetzt nach fast 10 Jahren ist keine eine Durchsottung zu sehen. Hier ist die Struktur so mit den Händen reingezogen und dann zugewischt, was ich halt eigentlich so ganz schön finde. Hier haben wir den gleichen Boden wie unten im Wohnzimmer, haben wir hier halt mit einer anderen Technik halt bearbeitet. Und zwar haben wir hier eine japanische Tsuchugibang-Technik angewandt. Und zwar wurden die Bretter mit einem Bunsenbrenner komplett schwarz gebrannt, die Oberfläche. Und dann wurde halt mit einer Bürste halt alles das, was schwarz ist, abgebürstet. Dadurch bekommt man eine wunderschöne Maserung und er ist extrem widerstandsfähig. Kaufen kann man es natürlich auch, aber kaufen kann jeder, selber machen ist halt viel cooler. Und das ist halt auch ein Eyecatcher. So, dann kommt mit, ich zeige euch jetzt unser Bad. Hier habe ich mit einer Schablonentechnik das Muster als Relief halt reingespachtelt. Man bekommt im Handel so Schablonen, die kann man sich halt dann hier passend auflegen. Die klebt man sich dann fest und dann kann man halt mit dem Lehm halt hier drüber spachteln und zieht die halt vorsichtig ab. Man hat halt nur eine Chance, das zu machen. Dann haben wir im Bad hier noch eine Besonderheit und zwar hier dieser Lehmspachtel. Das ist ein Lehm, den wir bei Baggerarbeiten bei uns hinterm Haus gefunden haben. Ein sehr tonhaltiges Material. Und nach langem Rumexperimentieren, bis ich die richtige Mischung raus hatte, habe ich halt jetzt eine Lehmklette daraus hergestellt.
Wasserfest habe ich den Spachtel bekommen, indem ich es mit Leinöl behandelt habe und später eine Wachsschicht aufgetragen, die ich aus meinem eigenen Bienenwachs halt selbst hergestellt habe. Die meisten ganz am Anfang, die hier reinkamen, die sagten, oh, hier fährt man ja besser mit dem Bagger durch. Was willst du mit dem alten Mist? Und dann später jetzt hier reinkommen und es ist fertig, die sagen halt genau das andere. Oh, wunderschön, oh, was für ein Raumklima, oh, sowas bekommt man in einem Neubau nicht hin, so ein Charme. Jetzt zeige ich euch hier unten den Flur mal noch, da sind halt auch noch ein paar Besonderheiten gemacht worden. Ja, hier im Flur habe ich wie überall im Haus meine Kräuter aufgehängt. Ich sammle das Jahr über die Kräuter alle wie Pfefferminz, Oregano, Lavendel. Den Lavendel benutze ich zum Beispiel, um Seife herzustellen. Auch aus unserem Lehm, den wir hinterm Haus gefunden haben, hat auch eine Lehmspachteltechnik gemacht. Unser erster Buddha, den wir gekauft haben. Unsere Haustür, wenn man jetzt hier von innen schaut, ist es halt eine komplett moderne Tür. Und außen habe ich halt jetzt eine historische Tür davor gestellt, die ich halt auch irgendwo mal vor über 20 Jahren ausgebaut hatte. Glücklicherweise hat sie jetzt genau hier reingepasst. Ja, und wenn wir jetzt schon hier bei der Tür sind, dann gehen wir mal raus, dann zeige ich euch, was wir hier draußen im Garten oder im Hof alles gemacht haben. Damals, als wir das Haus gekauft hatten, hatte es einfache Kunststofffenster mit drin und der Putz war so ein Rauputz, was halt absolut nicht zum Haus passt. Wir haben dann halt Fenster reingemacht, wie sie ursprünglich auch drin waren, 6 geteilt und allein das hat dem Haus schon ein Gesicht zurückgegeben. Die Fassade habe ich halt auch nach historischem Vorbild mit Naturkalk nochmal wieder hergestellt. Den Kalkputz habe ich mir selber gelöscht, wo ich den Sand und Kalk in einem bestimmten Mischungsverhältnis geschichtet habe und dann wird er mit Wasser abgelöscht und das gibt eine chemische Reaktion. Der Kalkputz hat auch den Vorteil, dass er sich selbst reparieren kann und wenn halt in der Fassade ein Riss entsteht und Wasser in den Putz reinläuft, dann fängt der Kalk nochmal an zu quellen. Es kommt nochmal zu einer chemischen Reaktion und dadurch wird der Riss dann nochmal verschlossen. Ich zeige euch jetzt mal den Rest hinterm Haus. Kommt mal mit. Hier im Garten haben wir auch viele Sachen wiederverwendet, die wir hier beim Umbau gefunden haben, wie zum Beispiel unsere Hochbeete haben wir aus ehemaligen Getreidesilos hergestellt. Wir haben nicht nur Pflanzen hier bei uns im Garten, sondern auch noch ein paar Tiere. Kommt mal mit. Der Hühnerstall ist auch komplett aus, ich sage immer, Soda-Materialien gemacht worden. Es ist teilweise Abfallholz, eine alte Tür und innen drin ist halt auch alles mit Materialien gebaut worden, was auf der Baustelle zu klein war, womit man aber immer noch irgendwie was Kleines machen kann. Ich fühle mich einfach viel besser dabei, Dinge zu benutzen, die schon da sind. Wir haben unser Haus konsequent mit Naturbaustoffen gemacht, damit wir ein sehr gutes Raumklima haben. Wenn ich hier reinkomme, dann
fällt schon direkt viel Stress ab. Viele sagen, das geht nicht oder es wird halt viel zu teuer, es ist zu aufwendig. Und das war halt auch ein Ansporn dazu, hier jetzt wirklich konsequent auf Naturbaustoffe und natürliche Materialien zu setzen. Ist uns das gut gelungen? Ja. So, das war die Roomtour durch unser Haus ohne Plastik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, klickt hier oder hier. Tschüss. Ciao.